Guten Morgen. So, wir sind wieder auf den Rädern und ja, unser Plan hat sich geändert. Dazu aber gleich mehr. Erstmal müssen wir noch ein paar Besorgungen machen oder versuchen es zumindest, noch ein paar Dinge einzukaufen. Als erstes müssen wir jetzt erstmal eine Wechselstube finden, die muss hier irgendwo sein, damit wir ein bisschen... Ah, da ist es. Ja, damit wir einkaufen können. Jetzt werden wir nicht verhungern, wenn wir das noch finden, was wir damit kaufen können. Okay, nächste Station erstmal Apotheke, weil wir uns gerne ein Desinfektionsspray kaufen wollen. Ja, damit wir uns halt regelmäßig die Hände desinfizieren können. Damit die Leute das vor allen Dingen auch sehen, dass wir das machen und damit halt auch so ein bisschen, ja, zum einen halt vorbildmäßig da irgendwie unterwegs sind und zum anderen halt auch, ja, dass die Leute sehen, dass wir als Ausländer uns jetzt wirklich darum kümmern. Jetzt wollen wir uns dann irgendwie ans Fahrrad anbauen. Müssen wir nochmal irgendwie gucken, wie wir das genau machen. Okay, wir haben jetzt Chlor bekommen, Hypochlorito. Das müssen wir mit Wasser mixen. Ja. Na, riecht nach Desinfektionsteil. Ja. Gut. Ja, das machen wir uns dann irgendwie gleich ans Fahrrad ran. Wir haben jetzt, hier sind die Dinger, 0,25 Pesos. Ja. Es gibt noch irgendwie eine andere Unterstufung der Währung hier. Also es gibt halt die Pesos und dann gibt es noch so eine Art Centamos. 0 oder 25 Centamos hat das jetzt gekostet. Ja. Also 0,25 Pesos, also nichts. Also Schwer zu berechnen. Ein Peso ist wie viel? also 25 Peso sind ungefähr irgendwie $1, das heißt es sind 10 Cent. Ah nein, 1 Cent ist es schon. Okay, es ist 1 Cent kostet es. Okay. Okay, dann gucken wir, ob wir noch irgendwo Nudeln kriegen. Ja, Nudeln Aber- ist die nächste Hürde. Genau. Aber nee, sonst ist schon mal ziemlich gut. Gemüse haben wir gestern gekauft. Ja. Gut, sehr schön. Ein Geheimtipp in Kuba ist immer irgendwie bei den Tankstellen. Da gibt es irgendwie jedes Mal ja, auch einen Supermarkt und meistens haben die sogar wirklich ganz brauchbare Sachen. Olga ist jetzt drin, ich weiß gar nicht, soll ich hier draußen bleiben? Ich gehe auch einmal kurz rein. Hier gibt es auch wieder. Na, gibt's was? Bueno, tenía que haber 10 nada más. La diferencia era de 10. Reis? Reis gibt's ja. Oh, Reis ist ja schon mal nicht schlecht. Ah ja. Der Reis ist ja schon mal ganz gut, lass uns ein Paket Reis kaufen. Okay, damit haben wir erstmal alles. Naja, was wir brauchen vorerst. Wir hoffen, dass wir in Sancti Spiritus ein bisschen mehr einkaufen können. Also wirklich, ja, so ein bisschen Richtung Großeinkauf. Weil unser Plan ist jetzt folgender. Wir werden jetzt in einer großen Runde entlang der Nordküste von Kuba zurück nach Havanna fahren. Allerdings ja, sehr entspannt, sehr langsam. Also wir planen dann irgendwie so in 2 Wochen ungefähr vielleicht in Havanna anzukommen. Das sind ungefähr 500 Kilometer. Und ja, große Priorität hat jetzt auf jeden Fall Kontakt mit Menschen irgendwie doch so gering wie möglich zu halten. Und ja, halt viel auf kleinen Straßen unterwegs sein, viel in der Natur, viel alleine sein. Und vor allem auch irgendwie halt auch zum Einkaufen irgendwie, ja,
nur zum Einkaufen in die großen Städte und schnell rein, schnell raus und dementsprechend halt vielleicht auch versuchen, ein bisschen mehr einzukaufen, ein bisschen größere Einkäufe zu machen. Und ja, das wollen wir morgen dann in Sancti Spiritus machen. Das ist die nächste größere Stadt. Geht jetzt noch ein kleines Stückchen dann Richtung Osten und von da aus dann quasi ja, Richtung Westen. Zurück nach Havanna, genau. Ja, das ist der Plan. Das ist die Situation. Genau, meine Eltern sind gut in Havanna angekommen. Die warten da jetzt. Ja, war abzusehen, dass es nicht sofort alles losgeht. Die warten jetzt in Havanna und ja, hoffen, dass sie irgendwann dann die nächsten Tage irgendwie, ja, eigentlich heute oder spätestens morgen, weil morgen macht der Flughafen halt dicht, dass sie da dann weiterkommen Richtung Deutschland. Gut. Ja, das ist der Stand. Wir fahren jetzt weiter aus Trinidad raus. Ein Traum wird wahr. Der erste Zuckerrohrsaft in Kuba. Und das Zeug verschlungen in Indien. Und jetzt gibt es endlich auch hier. Mucho gusto. Gracias. Hier, ja, wir holen uns gleich noch ein. Exzellente. Das zweite Glas schon. Es ist so gut. Wie in Indien. Süß, cremig, kalt. Boah. Das Beste, was es gibt, wirklich. Boah. Ich glaube, wir bleiben in dem Dorf. Wir bleiben hier. Ja. Haben jetzt gerade eine schöne ausführliche Mittagspause gemacht, alles sehr entspannt und so ist es auch, wie wir es jetzt, denke ich, die nächste Zeit halten werden. Alles sehr entspannt angehen, wenig Kilometer fahren und ja, sich darum kümmern, dass halt alles glatt läuft, dass alles gut wird. Und ja, wir haben eben auch noch mal ein bisschen in verschiedenen Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen geguckt. Und also von anderen Radfahrern. Wir haben echt gesehen, dass Die Leute wollen uns nicht mehr helfen, die wollen, dass wir den Laden verlassen. Echt? Okay. Okay, Olga sagt jetzt gerade, dass sie da in dem Laden nicht rein sollte, nicht rein durfte. Dass wir kein Wasser bekommen haben. Aber da bekommt sie jetzt Wasser im Krankenhaus. Uff. Okay, ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Naja, wie gesagt, wir werden morgen ein bisschen mehr einkaufen. Für ein paar mehr Tage, dass wir nicht darauf angewiesen sind, in kleine Dörfer oder in größere Städte irgendwie zu fahren, um da einzukaufen und halt nur durch die kleinen Dörfer irgendwie durchfahren. Was ich jetzt eben sagen wollte, ja, wir haben in anderen Gruppen von anderen Radfahrern halt gehört, dass ja, viele zurück nach Deutschland geflogen sind oder halt in ihr Heimatland, wo auch immer sie dann herkommen, nicht nur Deutschland. Wir haben uns da jetzt gegen entschieden. Wir sind uns nicht so sicher, ob das die beste Idee jetzt wäre für uns, jetzt nach Deutschland zurückzufahren. Kuba ist für uns definitiv, so denken wir, ja, der bessere Ort. Wenig Infektion und gutes Gesundheitssystem. Ja, und vor allen Dingen, weiß ich nicht, was sollen wir in Deutschland? Was sollen wir jetzt in Deutschland? Ich verstehe es nicht. Ja. Wir werden sehen, ob es die richtige Entscheidung war. Wir denken jetzt schon. Gucken, wie sich das mit den Menschen jetzt entwickelt. Ob wir hier irgendwann wirklich krass abgewiesen werden, das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, eigentlich nicht. Wir werden sehen.
Und der Typ da im Laden, der... Das waren 2 Frauen. Ich habe gefragt, ob sie Wasser haben. Sie meinte, zum Trinken. Ich meinte, ob sie Wasser zum Trinken haben. Sie meinten nein. Ich meinte, ob sie Wasser zum Kochen haben. Sie meinten nein. Ich soll hier irgendwie, und die haben mir auf die Tür gezeigt. Und sie haben Tücher vor dem Gesicht gemacht. Ich weiß nicht, war ein bisschen komisch. Keine Ahnung, war vielleicht Zufall. Weil sie meinten vielleicht, weil da kein Wasser gibt, deswegen. Keine Ahnung, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die kein Wasser zum Kochen hatten. Das ganz normale Wasser, damit man Essen kochen kann. Was, wenn man aufkocht, dann auch zum Trinken geeignet ist. So, das war's für heute. Hier stellen wir unser Zelt auf. Morgen geht's dann nach Sancti Spiritus. Da werden wir gut ein bisschen Vorräte einbunkern, einkaufen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber im Verlauf des Tages sind wir durch ein paar kleinere Dörfer noch gefahren und die Leute waren auf jeden Fall größtenteils sehr positiv uns gegenüber, sehr fröhlich und offen und haben uns zugewunken und zugegrüßt. Das war sehr schön und das stimmt mich zuversichtlich jetzt für die nächsten Tage und Wochen. Okay. Die Polizei war gerade hier. Boah, ist nicht das erste Mal, oder? Das ist das erste Mal seit Spanien. Der Platz war echt nicht gut. Shit. Ein paar Leute hier gesehen, die sind hier lang gelaufen. Shit, jetzt kam die Polizei hier an. Ein Typ irgendwie mit 2, weiß ich nicht, oder 2 Zivilisten oder so, oder? Denen das hier gehört oder so, weiß ich nicht. Der Polizist. Ja, der meinte jetzt, wir sollen unser Zeug zusammenpacken und irgendwie kommt er dann zurück. Oder so. Ja. Ich habe es nicht verstanden, ob quasi wir müssen nach dieser nächsten Stadt, weil wir irgendwie ins Hotel müssen oder weil wir... Weiß ich nicht, ob wir jetzt ins Hotel oder auf die Polizeistation müssen, keine Ahnung. Boah, das war gestern echt eine Nummer. Ja, wir haben unser Zelt dort aufgestellt und schön zu Abend gegessen und ja, uns hingelegt, eingeschlafen und um 10:30 kommen auf einmal da Taschenlampen irgendwie über unser Zelt. Und Spruch Polizei. Polizei. Und dann ein bisschen hin und her irgendwie, alles auf Spanisch. Ja, wir durften da nicht bleiben. Gut, verständlich. Und wir haben dann unsere Sachen gepackt und irgendwie sind die Polizisten irgendwie nochmal zur Hauptstraße gefahren oder so, haben irgendwie einen Transport für uns organisiert oder so und dann hatten wir unsere Sachen fertig gepackt und dann sind die wiedergekommen. Dann sind wir gemeinsam zur Straße und dann waren die zu zweit und ja, die waren auch eigentlich, ja, oder die waren auch ziemlich freundlich. Jo. Und ja, war auch irgendwie dann im Endeffekt alles nicht so ein großes Problem, wie wir befürchtet haben. Also dann kam irgendwann der Transport. Das ist ein kleiner LKW. So ein Pickup irgendwie. Und die haben uns dann nach Sancti Spiritus gefahren, in dieses Hotel, wo wir jetzt sind. Ja, irgend so ein Nobelhotel, also wir zahlen 30 € die Nacht. Gut, das ist dann unser Lehrgeld jetzt. Ja, eben haben wir jetzt noch kurz mit dem Manager gesprochen. Der wollte uns dann irgendwie, der hat uns auch erst nochmal komplett verunsichert. Der meinte dann auf einmal, ja, irgendwie, wir müssen jetzt nach Havanna fahren oder so. Er hat schon Transport für uns organisiert. Aber dann meinten die halt irgendwie, nee, wir haben doch die Fahrräder. Und dann meinte, ach so, Fahrräder, ja, okay, ja, auch gut. Also ja, alles gut ausgegangen jetzt für uns. Ja.
Ja, wir sind leichtsinnig geworden mit unseren Campingplätzen. Das war echt ein Scheißplatz gestern. Da haben uns dann 2 Leute gesehen. Und das Dumme war auch, 200 Meter weiter oder so war halt ein Haus. Und in dem Haus hat halt ein Polizist gewohnt, der uns dann halt auch gesehen hat, als er da irgendwie lang gelaufen ist. Ja, und der ist dann halt abends mit seinem Boss gekommen irgendwie. Ja, uff. Ja, unsere Mission jetzt auf jeden Fall einkaufen, Vorräte und gucken, dass wir die nächsten Tage so ein bisschen runter. Gras über die Sache wachsen lassen. Ja, weil jetzt im Moment ist so noch so, dass die uns noch zurückschicken können. Und wir wollen das hier bleiben, deswegen wir wollen das ein bisschen. Ja, aber wir haben auch gefragt oder die haben auch gesagt, wir können auch hier bleiben und das geht auch. Und ja, wir müssen jetzt nicht das Land verlassen. Ja, aber genau, wir wollen jetzt ein bisschen Vorräte einkaufen und wirklich, weiß ich nicht, was wir genau machen. Bessere Campingplätze. Vielleicht finden wir irgendwo einen schönen Campingplatz an irgendeinem See oder an irgendeinem Fluss oder so, wo wir dann Wasser haben. Da kann man vielleicht 1-2 Tage bleiben. Und dann mal irgendwie gucken, ne? Ja. Das weiß ich auch nicht, ob sie uns so auch aufgegabelt hätten. Ja, aber wahrscheinlich schon. Ist vielleicht auch gut so. Mal gucken. Also wir dürfen nicht losfahren und uns wird ein Bus organisiert nach Havanna. Tja, die machen alle hier ihren Job jetzt und ja, wir fahren zurück nach Havanna jetzt mit dem Bus in ein Hotel und dann sehen wir weiter. Hoffentlich schicken sie uns jetzt nicht nach Deutschland oder so. Oder möglicherweise halt ins Heimatland oder sowas, ne? Echt nach Deutschland und nach Russland. Ist das erste Mal oder ist vielleicht Ja, das ist alles jetzt erstes Mal. Das ist Ausnahmesituation auf der ganzen eine Welt. absolute Ausnahmesituation. Aber wir sehen es irgendwie eigentlich nicht richtig, die Leute in deren Heimatländer jetzt zu schicken, wenn sie in einem Land jetzt im Moment sind, die sicherer ist. Wieso muss ich jetzt irgendwie in eine Fliege steigen mit 200 Leuten und in ein Land fliegen, wo momentan 20.000 Erkrankten sind, wo ich jetzt in einem Land sein kann, bleiben kann, wo nur 20 oder 40, 45 Fälle gemeldet sind. Das irgendwie verstehe ich nicht ganz. Ja, wir werden sehen, ob wir hier bleiben können. Werden wir sehen. Wir haben eine Nachricht von Mario bekommen, dem Deutschen, den wir in Havanna getroffen haben. Und er schreibt uns: Hola, gerade habe ich die neuesten Nachrichten gehört. Alle Touristen, die noch im Land sind, werden in Hotels gebracht, um so schnell wie möglich zurückzufliegen. Ihr könnt also nicht mit dem Rad nach Havanna fahren, sondern müsst in ein Hotel. Es gibt eine Ausgangssperre für Touristen. Wie und wohin ihr ausfliegen könnt, habe ich noch nicht herausbekommen, bin aber dran und melde mich, wenn ich mehr weiß. Saludes, Mario. Boah, ja, krass. Das ging ja schnell, dass sie uns gestern dann aufgepickt haben. Ja, die hätten uns heute auf der Straße auch. Heute auf der Straße hätten sie uns dann spätestens. Ja, das quasi die Infos kamen irgendwie gestern durch. Ja, das hat er gestern Abend geschrieben. Ja. Nun wurden wir ins Auto geparkt mit unserem Kram und Rede. Und wir fahren nach Havanna und wir wissen noch gar nicht, was dann weiter passiert. Ist alles irgendwie so auf einmal so anders. Die Welt hat sich jetzt auch für uns auf den Kopf gestellt. Wir wurden gestern halt mit dem Bus nach Havanna gebracht. Zu diesem Hotel hier, zu dieser riesigen Hotelanlage. Und ja, dann war erstmal Stillstand, weil hier halt irgendwie echt viele Leute hingekarrt wurden und super viele
Leute warteten da die ganze Zeit in der Rezeption. Das war alles super langsam und die waren alle super überfordert. Und ja, das hat gedauert und gedauert. Manche Leute haben schon den ganzen Tag da gewartet. Und na, wir haben uns hingesetzt irgendwie und ja, abgewartet. Und irgendwann um 11 oder sowas haben sie dann irgendwann gesagt, so ja, irgendwie, was ist jetzt hier mit euch? Wir wollen ein Zimmer, und ja, die haben halt schon irgendwie die ganze Zeit gesagt, ja, das wird 25 Cook pro Person kosten. Wir haben halt auch schon die ganze Zeit gesagt, nee, das ist uns zu viel, also wir sehen das nicht ein, dass wir hier jetzt in so ein Luxushotel gekarrt werden und dafür zahlen müssen, nur weil die Regierung uns halt hier haben möchte. Und naja, ging dann ein bisschen hin und her und irgendwann haben sie uns dann erlaubt, hier unsere Zelte aufzuschlagen. Wir haben noch ein paar andere Backpacker gefunden, die auch mit dem Zelt unterwegs sind. Ja, jetzt haben wir hier schön gezeltet. Und tja, ist halt alles super ungewiss. Wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken gehen und das Internet schnappen und kurz die News checken, aber dann uns wahrscheinlich irgendwie auch bei der deutschen Botschaft irgendwie melden, beziehungsweise anmelden. Ja, also es ist absolut unsicher, aber wahrscheinlich geht es zurück nach Deutschland. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Stand der Dinge jetzt ist auf jeden Fall, dass ja, das Land für Touristen eigentlich dicht ist. Also wir haben Ausgangssperre, wir dürfen das Hotel nicht verlassen. In ganz Kuba werden alle Casa Particulares geschlossen oder sind geschlossen. Die Leute dürfen keine Gäste mehr aufnehmen. Ausländer dürfen keine Taxen, keine öffentlichen Transportmittel mehr benutzen. Es wurden eigentlich gestern, ja, ich gehe mal davon aus, 99% der Touristen nach Havanna gebracht. 1%, die restlichen 1% vielleicht heute, die sie gestern nicht erwischt haben. Es kam gestern auch in den Nachrichten, dass die Leute aufpassen sollen, wenn sie Touristen sehen, dass sie sofort die Polizei anrufen, dass sie sofort abgeholt werden und sofort ins Hotel gebracht werden, hier nach Havanna, wo halt ein paar Hotels noch aufhaben. Ja, wir gucken jetzt gleich mal, welche neuen Infos uns das Internet und die Rezeption zu geben hat. Dann sehen wir weiter. Gut, es ist jetzt ungefähr 3 Uhr nachmittags, Tag 2 jetzt in Havanna. Und ja, es ist Zeit zu handeln. Jetzt laufen wir einmal zu Air France, zu der Fluggesellschaft. Das ist hier einmal um den Block, da dürfen wir wohl hinlaufen. Dafür dürfen wir raus. Gucken, ob die Flüge haben. Ja, wir versuchen jetzt nach Deutschland zurückzukommen. Die Situation hier wird angespannter und angespannter, haben wir das Gefühl. Hat keinen Zweck, hier jetzt zu bleiben. Jetzt geht's zurück nach Deutschland. Wer hätte das gedacht? Gut, das geht jetzt in diesem Video hier Schlag auf Schlag, weil wir nicht so viel filmen. Heute ist Tag 4. Wir haben hier nach wie vor irgendwie die ganze Zeit gezeltet jetzt. 3 Nächte dann quasi. Ja, 3 Nächte. Und jetzt kam eben von ein paar anderen Deutschen die Nachricht rein, es gibt einen Flug nach Amsterdam von Air France über Paris. Und wir haben überlegt, und er ist günstig, er kostet, vergleichsweise günstig, 550 € pro Person. Und wir haben meinen Eltern jetzt eine Nachricht geschrieben, die sollen den Flug buchen. Wir hoffen, das klappt jetzt. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und dann fahren wir wieder vorne an die Lobby, gucken, dass wir Internet bekommen, gucken, ob das geklappt hat. Und dann geht es ab zum Flughafen und dann geht es nach Paris. 17 Stunden Aufenthalt Paris und dann nach Amsterdam. Und dann gucken wir, wie es von Amsterdam weitergeht. Ja, so sieht's aus. Krasse Sache. Wir wurden jetzt gerade noch einmal von der Polizei angehalten, also wir sind unterwegs.
Die hat nochmal ein bisschen Stress gemacht, dass wir nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen. Aber dann haben sie uns schlussendlich doch gelassen. Uff. Ja, also die Buchung ist durch. Jetzt geht's zum Flughafen. Ja. Heute ist es jetzt genau eine Woche her, dass wir uns in Trinidad von meinen Eltern verabschiedet haben. Tja, und wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir in St. Michaeliston, dem Dorf mit dem nächsten Bahnhof an meiner Heimatstadt Mane, wo meine Eltern auch wohnen. Ja, wo meine Eltern jetzt gerade sind, 10 Kilometer von hier. Und wir sitzen auf unseren Fahrrädern und fahren diese letzten 10 Kilometern und kommen dann gleich bei meinen Eltern an und ja, sehen sie wieder und sind wieder in Deutschland und haben keine Ahnung, was uns hier jetzt irgendwie erwartet. Wahrscheinlich steht jetzt erstmal 2 Wochen wirklich Quarantäne an, gemeinsam mit meinen Eltern. Die sind quasi vor 4 Tagen oder so wiedergekommen jetzt. Fangen dann auch nochmal mit uns gemeinsam an und machen gemeinsam 2 Wochen häusliche Quarantäne, also bei ihnen zu Hause, bei uns zu Hause. Tja, weiß ich nicht. Wird wohl irgendwie erwartet von den Leuten. Wir werden die Zeit auf jeden Fall nutzen, um richtig loszulegen und Videos zu schneiden. Da, ja, werden jetzt richtig viele Videos kommen. Habt ihr ja jetzt gesehen, so in letzter Zeit, wenn ihr dieses Video jetzt seht. Ist ja jetzt alles schon ein bisschen her, dass das hier jetzt gerade aufgenommen wird. Aber ja, ihr habt gesehen, wir haben es geschafft. Gut, kein Plan. Mane, 8 Kilometer. Ab geht's. Das ist meine Schule. Da bin ich zur Schule gegangen. Verdammt, ist das verrückt alles. Verdammt, wie sich das alles jetzt gerade innerhalb der letzten Woche verändert hat. Vor einer Woche waren wir uns noch sicher, dass wir auf Kuba bleiben. Alles easy, schön, weiter nach Nicaragua. Ein bisschen Pause machen, Kokosnüsse schlürfen. Verdammte Kiste. Jetzt bist du hier. Im kalten Deutschland. In Mane. Und wir sehen meine Eltern wieder. Meine Straße. Hier bin ich früher Skateboard gefahren mit meinen Homies.
Verdammt, und genau hier sind wir losgefahren. Und da vorne ist meine Mama. Hallo Mama. Ich dachte, ihr seid noch in Hamburg. Da sind wir wieder. Oh, ihr zwei Süßen. Der Kreis hat sich geschlossen. Der Kreis hat sich geschlossen. Jetzt kurz vor der Abfahrt in Marne. Kontrollieren nochmal, ob wir alles dabei haben. Und dann geht es gleich los Richtung Brunsbüttel und mit der Fähre rüber nach Cuxhaven. Und da dann noch ein paar Kilometer. So, ein Jahr später ungefähr. Ja, wir sind in Mexiko. Unsere Reise wurde damals durch Corona kurz unterbrochen. Für 3 Monate haben wir etwa Pause gemacht. Sind danach im Sommer 2020 durch Dänemark, Island, Schweden bis nach Estland gefahren. Die Videos werden jetzt nach und nach auf unserem YouTube-Kanal kommen. Wieder etwas größeren Abstand, also es wird jetzt wieder jeden Sonntag um 10 Uhr ein Video geben, weil wir halt im Moment einfach andere Prioritäten haben. Unser nächstes großes Abenteuer steht an. Ja, wir sind sehr gespannt, was auf uns alles zukommt. Bisschen aufgeregt und freuen uns riesig drauf. Wir werden dann in ein paar Monaten wahrscheinlich irgendwie unser gesamtes Videomaterial bearbeitet haben. Dann werden wir quasi aktuell hier in Mexiko sein und werden euch dann auf unsere weiteren Abenteuer mitnehmen. Das werden wir sehen. Wir sind selber sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Bis dahin, wie gesagt, jeden Sonntag ein neues Video. Und nochmal der kurze Hinweis an dieser Stelle auf unseren Rausgefahren Online-Kurs. Falls du dieses Jahr eine eigene Radreise planst oder einfach gerne noch mal ein bisschen mehr Videomaterial von uns zum Thema Radreiseplanung, Radreisevorbereitung haben möchtest, schau da mal rein. Es gibt über 100 Videolektionen, ganz, ganz viel Videomaterial mit ganz, ganz vielen Tipps, unser gesamtes Wissen zum Thema Radreisen und noch viel, viel mehr. Gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link. Ansonsten, wir sehen uns am nächsten Sonntag in Dänemark, würde ich sagen. Genau. Wir genießen hier weiterhin den Strand in Mexiko. Ciao. Ciao.